Kia ora, ich bin Felix, ich komme aus Hamburg und ich mache gerade ein Auslandsjahr am Kapiti College in Paraparaumu, Neuseeland. Ich lebe seit Juli 2025 mit einem weiteren Gastschüler aus Dänemark in einer Gastfamilie und wir verstehen uns alle super. Ich wohne mit dem Bus nur 10 Minuten von der Schule entfernt und auch andere interessante Orte wie die Mall sind für mich leicht mit dem Bus zu erreichen. Es gibt sogar einen Zug, den man mit Freunden am Wochenende gerne mal nach Wellington nehmen kann. Der Strand ist für mich auch nicht weit entfernt. Das ist aber gar nicht der Grund, warum ich an dieser Schule bin. In Deutschland gehe ich am Wochenende gerne Segelfliegen und bin deshalb auch hier am Kapiti College, da die Schule eine Kooperation mit der lokalen Flugschule hat und ich hier Flugstunden auf kleinen Propellermaschinen nehmen kann. An den Tagen, an denen ich fliege, verlasse ich den Unterricht dann meist eine Stunde früher und mache mich mit dem Bus auf den Weg zum Flughafen. Am Flughafen fange ich dann mit dem Pre-Flight-Check an. Ich überprüfe, ob am Flugzeug alles, wie zum Beispiel Klappen, Ruder und Lichter, funktionieren und überprüfe auch Öl und Sprit und tanke bei Bedarf nach. Danach folgt das Briefing für die Flugstunde. Dabei besprechen wir, was heute auf dem Plan steht. Am Anfang sind das noch relativ einfache Sachen wie saubere Kurven fliegen, wird später dann aber doch deutlich anspruchsvoller, wie zum Beispiel ein Motorausfall nach dem Start. Nach dem Briefing steigen wir ins Flugzeug und fangen an. Wie im Video zu sehen, starten wir den Motor, rollen dann ein Stück vom Aeroclub weg und überprüfen, ob der Motor richtig funktioniert. Dann melden wir uns über Funk an und rollen ans Ende der Startbahn, um gegen den Wind zu starten. In der zu sehenden Stunde haben wir dann mehrere sogenannte Platzrunden gemacht, mit denen man ganz viele Starts und Landungen üben kann. Ansonsten gehe ich hier ganz normal zur Schule, habe aber Fächer, die es in Deutschland kaum gibt. Besonders interessant finde ich hier die vielen praktischen Kurse wie Building and Construction und Mechanical Engineering, da man hier nicht wie in Deutschland nur rumsitzt und Theorie lernt. In Building and Construction habe ich dann diesen Tisch designt und oben mit einem Lasercutter ein Design eingraviert. Während des Bauens wurde mir dann gezeigt, wie man die verschiedenen Maschinen, wie zum Beispiel den Lasercutter, bedient. In Mechanical Engineering habe ich dann diesen Campingofen entworfen und gebaut. In diesem Kurs waren wir mehrere Austauschschüler und uns wurde dann vor dem Design und während des Bauens gezeigt, wie man die Maschinen, wie zum Beispiel den Winkelschleifer oder Schweißgeräte, bedient. Generell ist das Schulleben in Neuseeland viel entspannter als in Deutschland. Die Schüler-Lehrer-Beziehung ist deutlich lockerer und vor allem in den praktischen Fächern fast schon freundschaftlich.